Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Sosimodi-Kanal. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich im Namen des gesamten Teams bei euch für die 10.000 Abonnenten hier auf YouTube bedanken. Das ist echt eine unglaubliche Zahl, einfach fünfstellig jetzt. Und es ist auch erst gut 2 Jahre her, da war es noch die Hälfte und auch das war schon viel. Auf jeden Fall gibt es dazu jetzt auch anlässlich einen neuen Mod von uns für euch. Dabei handelt es sich um einen MAN TGE als Pritsche aus dem Baujahr 2017. Dieser steht jetzt im offiziellen Giants Modder für PC und Mac, sowie auch die Konsolen heißt PS5 und Xbox Series zum Download bereit. Außerdem haben wir auch einige der Wachen von der 25er Mittelwerke Modab eingereicht. Wenn alles klappt, sollten auch die früher oder später für alle Plattformen erscheinen. Jetzt soll es aber um diesen schönen TGE hier gehen. Dieser kommt daher in einer Standard Farmfall Zivilvariante für den Einsatz auf dem Hof, als links zu sehen eben. Andererseits auch mit Warnmarkierung und Rundumleuchte für die Straßenmeisterei oder auch als komplette Feuerwehrausführung mit Blaulicht und Martinshorn. Ihr habt dabei auch immer die Auswahl zwischen manueller oder für mehr Komfort Automatikschaltung. Zudem hat der TGE optional auch eine Anhängerkupplung, sodass ihr auch noch einen extra Anhänger mitnehmen könnt, welcher da hinten natürlich auch nicht ohne Grund steht, um eben noch mehr Sachen transportieren zu können. Unterstützt wird außerdem auch Real GPS für eine echte Minimap auf dem Display im Innenraum, natürlich nur auf PC, und Interactive Control für die Türen. Auf Konsole oder wenn man generell nicht mit SD spielen möchte, steht dafür dann aber auch automatisch Maussteuerung zur Verfügung. Ansonsten gibt es halt auch noch standardmäßig einen funktionsfähigen Beifahrersitz und für die Zukunft sind auch mal wieder ein paar Updates geplant und ein paar Ergänzungen. Wir schauen uns das Ganze erstmal im Shop an. Und zwar unter Fahrzeuge, Autos und Motorräder, MAN TGE Pritsche. Standardmäßig 38.500 Euro, 177 PS, 169 km/h Höchstgeschwindigkeit mit einigen Configs. Wir fangen mal an mit der Ausführung auf Standard und dann haben wir hier erstmal die ganzen Configs darunter. Mit der Muttervariante TGE 2017. Das ist mit manueller Schaltung oder halt TGE 2017 Automatik mit Automatikschaltung. Dann haben wir hier Warnmarkierung Ja, Nein. Nein halt ohne, Ja mit. Zwar diese hier vorne auf der Kabine. Und Umleuchte, keine, links, links und rechts. Stoßstange, Vollplastik in schwarz, Vollplastik in weiß. Standard, also was wir unten ein bisschen Plastik hatten, hat man hier weiter Lackierung. Dann haben wir nochmal Standard in weiß. Also hier unten weißes Plastik, hier oben immer noch Lackierung. Oder halt komplett lackiert. Wenn wir jetzt hier einmal die Farbe ändern, ist das alles lackiert. Dann haben wir einmal die Anhängerkupplung, die können wir uns auch für ein bisschen Zusatzgeld hier nochmal hinten dran konfigurieren. Außerdem Real GPS, wenn man den Mod eben drin hat. Und dann die Hauptfarbe, wo ich gerade schon kurz war, da gibt es auch ein bisschen mehr als nur die Standardfarben. Und zwar die ganze Reihe hier plus diese drei. Das sind neu hinzugefügte Farben, sonst habt ihr auch die Basecamp-Farben. Wir haben hier dabei zum Beispiel Candy Weiß, wir haben hier Leuchtorange Kirschrot, Tiefseeblau, oder wie ich gerade hatte, dieses Indiumgrau Metallic, das schaut schon ganz cool aus. Und dann gehen wir jetzt einmal rüber hier oben zur Ausführung Feuerwehr. Da ändern sich die Configs so ein bisschen. Und wir haben automatisch jetzt hier Feuerwehrschriftzüge und Reflektoren. Auch hier können wir Automatik und manuelle Schaltung auswählen und Umleuchten konfigurieren. Die Rundumleuchten switchen automatisch die Farbe von Orange zu Blau, aber können auch erstmal links und rechts platziert werden. Auch hier können wir dann wieder die Lackierung von der Stoßstange anpassen. Zum Beispiel bei der Feuerwehr können wir dann sehr schön einfach mal sagen, Standard in weiß. Und dann legen wir die Hauptfarbe hier einmal auf Leuchtrot fest und dann hat man hier eine richtig schöne Feuerwehrausführung. Ja, so viel dazu. Zum Beispiel der Ausführung 40.400 Euro, geht natürlich ein bisschen hoch vom Preis. Und dann habe ich hier mal 3 Versionen vorbereitet. Wir fangen mal ganz links an mit der Zivilausführung, hier in dem schönen Grau. In dem Fall auch ohne Real GPS, ohne Anhängerkupplung, aber Interactive Control natürlich hier einmal. Mit Interactive Control können wir übrigens nur die Tür öffnen. Die Klappen hinten werden gesteuert aus dem Fahrzeug heraus direkt. Und außen, wir können einmal die Tür öffnen, hat natürlich auch Sounds. Wir können auch mal schon mal reingucken. Ansonsten können wir es natürlich auf einer anderen Seite hier machen. Dann hüpfen wir einmal rein. Guck mal ins Interieur. Das schaut so aus. Auch von innen können wir die Tür natürlich einmal öffnen und schließen. Wie gesagt, wenn ihr keine SI habt, könnt ihr das automatisch über Maussteuerung machen. Es wird dann aktiviert. Wenn ihr SI habt, wird Maussteuerung deaktiviert. Ansonsten einmal den Motor starten. Geht einmal das Display an. Ihr seht, der Schaltknüppel ist animiert. Das Display an sich natürlich auch. Sowohl das analoge als auch das digitale hier einmal. Hier wird auch fleißig geschaltet. Dann haben wir hier einmal das Standard-Display, wenn man kein Real GPS hat. Wir haben natürlich auch im Innenraum einmal eine Anzeige mit Blinker, Warnblinker, Lichtstufen etc. Dann schauen wir mal von außen, und zwar, was wir hier machen können. Wir können nämlich einmal hier mit L Spanngurte anbringen. Das könnt ihr natürlich auch zu Fuß machen. Ansonsten können wir einmal die Abgibseite auswählen, zum Beispiel hinten, dann drücken wir Z und können die Klappe öffnen. Dann gehen wir noch mit U auf links, Z, Klappe öffnen.
Wenn ihr direkt mit U die nächste Seite umschaltet, geht das automatisch wieder zu. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch sagen, alle Seiten aufklappen. Dann könnt ihr hier halt so viele Paletten aufladen, wie ihr wollt. Also auf so eine Fläche kriegt man gut 6 Stück nebeneinander. So Saatgutpaletten zum Beispiel. Dann nochmal eine Reihe drauf. Und dann ist aber auch echt Schluss, also das Ding fett überladen hier. Ansonsten gehen wir direkt mal rüber zur Straßenmeisterei-Variante. Einmal hier in RAL 2011, der offiziellen Straßenmeisterei Kommunalfarbe. Mit Warnmarkierungen und Rundumleuchte. Die Warnmarkierungen reflektieren auch. Ansonsten haben wir jetzt in der Ausführung auch eine Anhängerkupplung mit dabei. Übrigens, hier sieht man auch die Instrumente hier unten werden mitlackiert bei der Farbwahl. Anhängerkupplung mit Stecker natürlich hier einmal. Steigen wir mal ein. Oh, das war die Feuerwehrvariante, da will ich nicht hin. Straßenmeisterei. Fahren wir ein Stück zurück, haben wir hier den Anhänger. Schön Stehmer aus dem Standardspiel. Passt super daran. Und dann können wir halt hier nochmal ein bisschen mehr mitnehmen. Und dann, wenn wir an der Baustelle angekommen sind, können wir nochmal hier mit Position 1 die Rundumleuchte anschalten. Die reflektiert natürlich auch mit echten Lichtern hier. Und das schaut soweit ganz gut aus. Ansonsten springen wir jetzt nochmal einmal rüber zur Feuerwehrvariante. Machen vorher kurz hier die Rundumleuchte aus. Die Feuerwehrvariante hat einmal hier mit der richtigen Beschriftung, Reflektorstreifen. Hier in dem Fall auch mit Anhängerkupplung. Blaulicht oben drauf, Blaulicht mit Position 1. Ansonsten haben wir auch hier wieder funktionierende Reflektoren. Ich mache gleich einmal nochmal Nacht, würde ich sagen. Ansonsten haben wir hier Arbeits- und Moduswechsel mit Steuerung Z. Das ist die Hornsteuerung in diesem Fall. Modus aus aktuell. Modus Stadthorn. Modus Kompressorhorn. Ansonsten haben wir zum Beispiel jetzt hier auch einmal Real GPS mit drin. Das sieht dann so aus. Könnt dann hier einmal einstellen mit Tastenkombinationen hier am PC und zum Beispiel ranzoomen und so weiter. Ihr kennt das Prozedere wahrscheinlich. Und dann würde ich sagen, mache ich einmal ganz kurz Nacht. Und dann fängt es auch noch an zu regnen anscheinend, weil die Scheibenwischer kurz eingegangen sind. Auf jeden Fall, auch in der Nacht reflektiert das Blaulicht sehr, sehr schön. Wir haben hier einmal das ganz normale Tagfahrlicht, ansonsten Abblendlicht, Fernlicht. Wir haben natürlich auch hinten einmal Lichter mit Kennzeichenbeleuchtung. Bremslicht, Rückfahrlicht, Blinker. Wenn ich einmal den Knopf treffen würde. Und dann läuft das alles. Ja, so weit, so gut. Das ist der MAN-TGE. Wirklich vielseitig einsetzbar. Für einen normalen Einsatz auf dem Hof, ein paar Paletten transportieren oder auch hier bei der Feuerwehr ist der ganz gut eingesetzt. Ansonsten Link ist natürlich in der Videobeschreibung im offiziellen Giants Modder verlinkt. Ansonsten, wenn ihr schon mal da unten seid, gerne bei unserem Partner G-Portal und bei Giants direkt vorbeischauen zum LS25 kaufen oder wie auch immer andere Real Estates etc. Gerne mal vorbeischauen. Ansonsten war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Bis dahin und ciao Leute.